Du musst spontan eine Präsentation halten, weil du für jemanden einspringst. Wie du das souverän hinbekommst und dich ganz schnell vorbereiten kannst, das zeige ich dir im Video. Herzlich willkommen in meinem Kanal. Ich bin Nicole Krieger. Ich bin Moderatorin, Auftrittsexpertin und ich leite die Moderatorenschule Baden-Württemberg in Karlsruhe. Letztens hatte ich einen Anruf von einem jungen Mann, er war Banker und der sagte, ich muss morgen eine Präsentation auf einer Konferenz halten. Das Problem, es ist die Präsentation einer Kollegin, die krank ist und ich soll die jetzt halten. Was kann ich tun? Was habe ich ihm geantwortet? Du kannst nicht die Präsentation einer anderen halten. Du kannst immer nur deine eigene Präsentation halten, denn du bist die Präsentation. Da war er erstmal geschockt, weil er wusste, er konnte nicht absagen. Ja? Die Frau, für die er einspringen sollte, das war die Projektleiterin in seinem Team und er war ihr Stellvertretender. Das heißt, er wusste eben sehr genau Bescheid, worum es geht und nur er konnte sie vertreten, also vom Wissen her. Was also tun, wenn du nicht absagen kannst in einer solchen Situation, aus welchem Grund auch immer? Wer mich kennt, weiß, ich sage immer, gute Vorbereitung ist das A und O für eine optimale Performance. Ich selber gehe immer perfekt vorbereitet in meine Auftritte und so empfehle ich das auch denjenigen, die mit mir trainieren. Was kannst du also machen in nur einem Tag? Wie kannst du dich auf deine Präsentation in so kurzer Zeit vorbereiten? Das Erste, was du machen solltest, ist, sichte das vorhandene Material. Die Kollegin wird vermutlich schon eine Präsentation vorbereitet haben. Die wird einen Leitfaden haben. Was will sie an Inhalten dort zeigen, dort präsentieren? Und die hat hoffentlich, wenn sie etwas ausgeben möchte, auch ein Handout vorbereitet. Ich weiß aus den vielen Trainings, die ich hier an der Moderatorenschule Baden-Württemberg gebe, dass bei vielen Präsentierenden das ein Dokument ist, also die Präsentation und das Handout. Falls das bei dir auch der Fall ist, dann solltest du als erstes mal darüber nachdenken, ob du betreutes Vorlesen machen möchtest oder ob du wirklich eine begeisternde Präsentation halten willst und gegebenenfalls die wichtigen Informationen im Nachgang noch als Handout verteilen möchtest. So gehört sich das nämlich. Präsentation und Handout sind zwei verschiedene Dinge. Die Präsentation unterstützt dich und deine Performance. Das Handout sind die Quellen und das sind die Fakten zum Nachlesen. Und wenn du das bislang noch falsch machst, dann kannst du gerne mal bei uns in der Moderatorenschule Baden-Württemberg vorbeischauen in einem Training. Dann können wir dir zeigen, wie du das richtig machst, wie du persönlich mit deiner Performance glänzt und wie du dich optimal durch die Medien, wie zum Beispiel PowerPoint, unterstützen lässt. Wenn du das ganze Material gesichtet hast, also weißt, welche Informationen wollte die kranke Kollegin dort präsentieren, dann hast du das schon mal für dich. Jetzt brauchst du aber noch etwas anderes. Du musst deine eigene innere Haltung, deine Rolle, deine Sichtweise zum Thema nochmal überprüfen, damit du das dann eben auch in deine Präsentation bringen kannst. Weil ich habe ja gesagt, du kannst immer nur deine eigene Präsentation halten. Die Fakten, der Inhalt, der steht fest, den hat ja die Kollegin schon geplant. Aber du musst es in deine Form gießen. Darum geht es mir. So, und das kannst du ganz einfach machen, indem du dir 3 Fragen stellst. Wie geht es mir mit diesem Projekt? Also welche Leidenschaft habe ich zu diesem Projekt? Wenn du diese Frage für dich beantwortest, dann kennst du deine emotionale Haltung, die du haben kannst in der Präsentation und die du hoffentlich auch nach außen ausdrücken kannst. Und das hat ja auch immer etwas mit deiner Rolle zu tun. Also welche Rolle hast du in diesem Team oder in Bezug zu der Person, für die du jetzt gerade einspringst? Und da kannst du dann auch überlegen, wie würde ich selber diese Fakten erzählen? Vielleicht hat die Kollegin, die du vertrittst, irgendein Bild, wo du sagst, na ja, da würde ich ein anderes Beispiel oder ein anderes Bild finden, um diese Fakten so oder so zu präsentieren. Das ist nochmal ganz wichtig, dass du also die
Informationen, die vorliegen, für dich verwandelst, dir selber aneignest. Und ich finde es persönlich auch ganz schön, wenn du eine eigene Story einbringst. Wenn du dich fragst, welche Erfahrungen habe ich denn innerhalb dieses Projektes gemacht? Welche Erlebnisse hatte ich? Was fällt mir dazu ein? Welche Geschichte kann ich dazu erzählen? Dann wird es nämlich deine Präsentation, weil du deine Geschichte erzählst aus der Ich-Perspektive. Das finde ich sehr wichtig und das ist im Grunde genommen schon die halbe Miete, wenn du dir eine Präsentation eines anderen anverwandeln willst, wenn du für jemanden einspringen willst, sehr, sehr kurzfristig. Da ist die Arbeit mit den Geschichten, das Nachdenken über die Bilder, das Wesentliche. Die Fakten sind ja ohnehin schon vorhanden. Und wenn du dafür Unterstützung brauchst, dann kannst du immer auch hier bei uns an der Moderatorenschule Baden-Württemberg anrufen. Wir unterstützen dich gerne.